Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zur heutigen Kapitalmarktausgabe von Raiffeisen Capital Management. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber momentan fühlen sich die Börsentage im Monat November ganz gut an. So hat sich im Aktienbereich der Industrie- und Schwellenländer seit Ende Oktober eine doch beachtliche Performance von ca. 8% ergeben. Nehmen wir im Anleihenbereich die 10-jährigen US-Treasuries unter genauerer Beobachtung, so können wir erkennen, dass die heurigen Rendite-Höchststände von Mitte Oktober bei 5% um ca. 60 Basispunkte auf 4,4% doch deutlich nachgaben. Für die Entwicklung des Kassapreises für 10-jährige Anleihen-Futures bedeutete dies immerhin einen Kursanstieg von 105,5 auf knapp 109 Punkte. Steigende Aktienmärkte und fallende Renditen sind vor allem das Produkt eines nachlassenden Inflationsdrucks, einer im Markt vorherrschenden Stimmung, dass es das wohl war mit den Zinsanhebungen, und der Erwartung auf eine im historischen Kontext oft so beobachtende Weihnachtsmann-Rallye zum Jahresfinish. Richtet man die Aufmerksamkeit auf den europäischen Anleihenmarkt, so kam es vor allem bei den Schuldverschreibungen des südlichen Peripherie zu einer erfreulichen Entwicklung. Grund dafür lag in der positiven Beurteilung der Ratingagenturen. So bestätigte Moody's Italiens Investment Grade Rating und hob sogar den Ausblick von negativ auf stabil an. Dies begründete die Ratingagentur mit einer Stabilisierung der Wirtschaftsaussichten, der Gesundheit des Bankensektors und der Schuldendynamik des Staates. Der Wirtschaftsausblick für Italien wird insbesondere durch das europaweite und 800 Milliarden Euro schwere Next Generation EU-Programm in den kommenden Jahren unterstützt bleiben. Nur kurz zur Erklärung: Mit dem Next Generation EU-Programm, welches 2020 ins Leben gerufen wurde, sollen die Mitgliedstaaten bei der raschen und effektiven Bewältigung der sozioökonomischen Folgen der Covid-19-Krise unterstützt werden. In den letzten Wochen profitierten 10-jährige italienische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen. So konnte seit dem letzten Hoch im Oktober eine deutliche Spread-Einengung erzielt werden. Sprich, mittlerweile bekommt der Investor eine nur mehr 1,75% höhere Rendite als bei einem vergleichbaren deutschen Bundestitel. Aktuell notiert damit die 10-jährige Italienanleihe bei knapp unter 4,4%. Die Überraschung schlechthin aber, die lieferte die Ratingagentur Moody's bei der Einstufung Portugals. So erhöhte man das Rating um 2 Stufen von Baa2 auf Single A3. Als erste Ratingagentur überhaupt hat Moody's für Portugal damit ein höheres Rating und somit eine bessere Bonitätsstruktur als für sein Nachbarland Spanien vergeben. Als Begründung dienten die positiven Auswirkungen einer Reihe von Wirtschafts- und Haushaltsreformen, der Schuldenabbau im privaten Sektor und die anhaltende Stärkung des Bankensektors. Politische Verwirbelungen, immerhin kam es vor wenigen Tagen zum Rücktritt von Regierungschef Costa, konnten die Ratinghüter hingegen nicht negativ beeinflussen. Von Italien und Portugal nun rüber über den großen Teich nach Argentinien. Wie wohl niemandem entgangen ist, das Medienecho war groß und laut, haben sich Argentiniens Wähler für ein, vorsichtig formuliert, unkonventionell agierendes nächstes Staatsoberhaupt ausgesprochen. Javier Gerardo Milei heißt der gute Mann, der die Stichwahl der Präsidentschaftswahl in Argentinien mit einem Stimmenanteil von rund 56% gewonnen hat. Der rechtspopulistische Quereinsteiger Milei hat sich in der zweiten Runde gegen seinen Konkurrenten, den Peronisten und Wirtschaftsminister Sergio Massa, der auf einen Stimmenanteil von rund 44% kam, deutlich durchgesetzt. Als besonders aufsehenerregend gilt sein im Wahlkampf vorgetragenes geldpolitisches Anliegen einer vollständigen Dollarisierung Argentiniens inklusive der Abschaffung der argentinischen Zentralbank.
Viele Wähler-Milets empfinden das aufgrund einer Inflationsrate von 143% auch als dringend notwendig. Dies sollte aber mit Vorsicht genossen werden, da bei Wegfall einer eigenen Währung das Land dann keine geldpolitischen Instrumente mehr zur Steuerung nutzen kann und sich damit auch mit Haut und Haar einer fremden Zentralbank, in diesem Fall der Federal Reserve, ausliefert. Nun, wir werden sehen, ob mit Don't Cry for Me Argentina schon in weiser Voraussicht vor vielen Jahren die Abschaffung des argentinischen Pesos gemeint war oder es sich doch um eine fantastisch gesungene Aufforderung Eva Perons an ihr argentinisches Volk, nicht um sie zu trauern, gehandelt hat. In diesem Sinne, hasta luego und bis zum nächsten Mal, euer Christian Leinweber. Thank you.